Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit den 2025 Christmas Events in Fly Universe, dem Wochenend-Event dieses Wochenende und den neuen Items im Item Shop. Wir haben die Ice Ribbon Weapon Sets, die zurück im Cash Shop sind, zum Kaufen. Genau. Dann haben wir die Rudolph Weapon Skin Box Rudolph Set am Start, wobei das irgendwie als Package verkauft wird. Snowman Set M, Snowman Set F kann man wieder kaufen. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das kann man wirklich nur 2 Wochen im Jahr kaufen. Also von 52 Wochen nur 2 Wochen. Und 50 Wochen im Jahr wird es geresalt für abnormale Preise. Also wenn ihr Fans von Snowman Boots, Snowman Gloves seid, also es geht eigentlich immer nur um Sloths, alles klar, um Gloves und Boots, dann würde ich euch empfehlen, die am besten eher jetzt zu kaufen und sich dann nicht im Sommer scammen zu lassen. Just saying. Genau. In F und M. Dann gibt es das Christmas Star Set im Cash Shop. Das ist ein altes Speed Set. Gut, Pie Scroll Package, Santa's Hunting Package ist jetzt nicht so interessant. Winter Elf XP Boost Package. Das Gingerbread CS Pad ist im Cash Shop. Power Scroll. Noch so ein Christmas Package. Christmas Sweets. Scroll of G Product. Ja, das gibt uns einen Hinweis auf das Wochenend-Event. Dann Increased Jewel Synthesis Chance Select Box. Und das neue Speed Set. 2025 Christmas Costume. Ich muss sagen, ja, Christmas Sets haben wir letztens tatsächlich auch erst ein bisschen so eine Diskussion drüber gehabt, was Speed Sets im Allgemeinen angeht. Und zu gewissen Anlässen gibt es vielleicht zu viele oder zu wenige, je nachdem. Grundsätzlich kann man aber sagen, Christmas-Sets und vor allem auch das hier ist jetzt nicht so ein klassisches Weihnachtsset oder so, sondern ja, es ist relativ neutral eigentlich sogar. Ich würde sogar sagen, es hat irgendwie fast gar nichts mit Christmas zu tun. Das wäre mehr so ein Winter-Set eigentlich ist das jetzt hier, obwohl es Christmas heißt. Genau, und ich finde, das ist so eine Ausnahme von Dingen, da kann man nicht wirklich zu viele Sets haben. Also irgendwann wahrscheinlich schon in 10 Jahren oder so, wenn sie jedes Jahr mindestens 2 Weihnachtssets releasen. Irgendwann wahrscheinlich schon. Aber so grundsätzlich ist das jetzt eher eins der Themen, wo ich sage, okay, wenn man da jetzt ein paar Sets mehr hat als bei anderen Themen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Genau, und ja, das ist neu. Und dann haben wir das Wochenend-Event, das Piercing Chance Suit Event. Ja, also erhöhte Sockelchancen für eure Suits. Erwartungswert liegt sowieso schon bei, ich glaube, 29. Also nicht wirklich ein Event, was man jetzt zwingend braucht, aber vielleicht hat ja jemand von euch schon eine von den 975er oder 180er Suits, kann sich ein bisschen was sparen, weil ich glaube, Leute, die solche Suits gerade besitzen, denen sind 5G Product dann auch egal, aber was weiß ich schon. Ja, und dann 2025 Christmas Events sind am Start und es ist nicht so umfangreich, wie ich persönlich erwartet hätte, eben weil sie es auch schon in der Maintenance tatsächlich als Christmas Events mit Mehrzahl benannt haben. Aber schauen wir mal. Also Event 1, Christmas Gift. Das geht nur bis zum 31. Dezember tatsächlich, ist aber auch einfach nur ein Login-Event letztendlich. Und zwar muss man ab Level 20, geht erst ab Character Level 20, jeden Tag 30 Minuten online gehen. Und dann findet man auf Taste U, das zeige ich euch auch gleich, hier Christmas Gift for all Flifers, ist gerade ziemlich überladen, noch wegen den Update-Events. Und kann sich dann hier so eine Christmas Invasion Box abholen und das jeden Tag für 30 Minuten Online-Zeit und ja, das ist ziemlich easy. Und was bekommt man daraus? Man bekommt, also die Christmas Invasion Box 1 ist das, was ich gerade abgeholt habe, die öffnet man dann und bekommt daraus 5 Christmas Cookie und 5 mal Santa's Present. Und was ist 5 mal Santa's Present? Santa's Present ist einfach diese riesige Lucky Box, ich will jetzt gar nicht alles vorlesen, weil es so viel ist. Ich sag mal so, irrelevant, 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 irrelevant. Gut, Potion Box ist nicht schlecht, aber ja, eher so allgemeine Sachen. Und alles mit sehr niedrigen Wahrscheinlichkeiten, nichts mit über 10%. Also wenn man eine spezifische Sache vor allem haben möchte, ist das ja schwierig, weil es das alles nur in begrenzter Anzahl gibt. Und die, sag ich mal, ja,
besten Items. Hier Lucky Box Scroll of Resurrection 1 bis 100 wäre heftig auf jeden Fall. Da brauchen wir gerade sehr viele von. Da kriegt man dann sogar 2 Stück, wenn man sie pullt, aber halt auch nur mit einer 0,8% Wahrscheinlichkeit. Extra Back 30 Tage 0,6 Wahrscheinlichkeit. Pet Transmute 0,6. Ice Crown Weapon Skin 0,4. Und ein Rudolph 30 Tage mit 0,3. Genau, aber wie gesagt, hier sind halt auch viele Sachen drin. So Snow-Effekt, ganz ehrlich. Das will, glaube ich, niemand haben. Ja, also ein bisschen durchwachsen. Und es gibt keine Smiling-Boxen. Also das Beste, was man so bekommen kann, aus einer Cash-Shop-Sicht, sage ich mal, Pet Transmute, Amplis, Grilled Eel, die Resurrections, das sind so hier die Highlights, würde ich sagen. Ansonsten natürlich, ich meine, muss jeder selber wissen, was für ihn ein Highlight ist, aber ja. Ja, oder Upcut Stone mit 5%, klar, aber Upcut Stone ist jetzt halt auch nicht so ultra special. Außerdem muss man diese Dinger manuell abholen, das ist, wie ich es gerade gezeigt habe. Ansonsten verfällt die Belohnung. Ja? Also man muss das wirklich selber abholen. Am letzten Tag am besten spätestens, dass man es da einlöst, weil sonst verfällt das Ganze. Dann Event 2, die Christmas Invasion. Die geht vom 18. Dezember bis zum 22. Januar, also 5 saftige Wochen. Und in dieser Zeit spawnen Event Christmas Ibots überall auf der Karte von Madrigal random. Sie haben 10 HP und bekommen maximal 1 Schaden pro Hit. Ich vermute mal, Waterball wird wie immer funktionieren. Wenn man Magier ist, kann man sie one-shotten mit Waterball. Genau. Und es gibt dann außerdem noch Daily Quests, die damit verbunden sind. Die Daily Quests kriegt man automatisch, wenn man sich einloggt. Und das Ganze geht auch wieder erst ab Level 20. Und die Quests beinhalten: töte 1 Ibot für 1 Santa Present, töte 5 Ibots für 2 Santa Presents und töte 10 Ibots für 3 Santa Presents. Wenn du die Quest 30 Mal abschließt, bekommst du außerdem 5 Mal die Christmas Invasion Box 1. Das ist das gleiche wie oben, also quasi 25 Mal die Santa's Present Box und 25 Christmas Cookie. Und wenn du die Quest 60 Mal abschließt, und jetzt kommt's, bekommt man ein Christmas Invasion Box 2. Und das ist nichts anderes als das, und jetzt haltet euch fest, das Dark Christmas Adventurer Dark Gold Set. Dark Christmas Adventurer Dark Gold Set. Also immer wirklich wichtig, dass es dark ist. Und ja gut, jetzt habe ich es ja nicht mehr drin, ne? Dark Christmas? Ah ja, hier. Ja, und das besteht anscheinend nur aus 3 Teilen, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ich weiß nicht, gehört das hier da oben dazu? Ich weiß nicht, warum das hier unten angezeigt wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier das Set. Ich weiß nicht, ob das hier noch dazu gehört. Könnte sein, dass es noch dazu gehört, aber naja, ich meine, ganz ehrlich, will man, dass das dazu gehört? Ich weiß es nicht. Ja, jo. Und es ist kein Speed-Set, also falls ihr euch das immer schon mal gewünscht habt, dann könntet ihr es jetzt bekommen. Allein schon wegen dem Namen ist es ein kleines Highlight. Dark Christmas Adventurer Dark Gold Set. Was lustig ist, weil zum Beispiel Sword of Silver Sword haben sie umbenannt in Sword of Silver Wing. Das war ihnen zu viel Silber, aber das hier ist ihnen jetzt nicht zu viel Dark, komischerweise. Versteht einer die Welt. Ja, und die 2025 Santa's Present Box, die man hier bekommt, ist halt wie gesagt nochmal die gleiche. Also hier steht Event Santa Present mal 1. Die Box heißt aber eigentlich Santa's Present Box, also weiß nicht, ob das hier ein Fehler ist mit der, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, das ist im Endeffekt das Weihnachtsevent. Das war's. Es besteht nur aus 2 Teilen. Das eine ist ein reines Login-Event, da muss man gar nichts machen. Und beim zweiten muss man Ibots töten. Und ja, that's basically it. Zugegebenermaßen nicht das umfangreichste Weihnachtsevent, das wir jemals hatten. Eher das Gegenteil davon. Allerdings darf man nicht vergessen, das ist jetzt nur Weihnachten und man verwechselt oft Weihnachten und Neujahr in Flive, weil die Events meistens zusammen starten. Ich hätte jetzt persönlich auch erwartet, dass hier direkt das Neujahres-Events-Zeugs mit aufgespielt wird, aber das kommt dann, vermute ich persönlich mal, in 2 Wochen. Also oder besser gesagt bei der nächsten Serverwartung, wann auch immer die sein wird. Und wird sich dann quasi noch überschneiden. Und außerdem laufen ja immer noch die 1.5 Update-Events. Und ich denke, auch deswegen haben sie es jetzt nicht ganz so krass gemacht.
weil sie uns halt auch wieder nicht zu viel geben wollen, wie immer. Und ja, ich denke, das ist hier so ein bisschen der Hintergrund. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren oder je nachdem, ist ja auch nicht immer gleich, aber oftmals werden die Weihnachts- und Neujahresevents kombiniert und hier wird es jetzt offensichtlich getrennt. Und deswegen wirkt es jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen kompakter. Also ich bin optimistisch, dass das Neujahresevent dann auch noch hoffentlich gute Belohnungen beinhaltet. Aber ich finde schon mal gut, dass die hauptsächlichen Belohnungen passiv kommen, man dafür gar nichts machen muss. Und dass die täglichen Quests für die iBots automatisch zugeordnet werden, finde ich auch nice. Warum das nicht grundsätzlich mit allen täglichen Quests so ist, wieso man alle anderen täglichen Quests annehmen muss, 11-mal in Kowloon und 4-mal im Tower, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Wäre cool, wenn das generell möglich wäre. Aber naja. Schauen wir mal, vielleicht wird das ja irgendwann noch Realität. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Bis dahin noch rein, macht's gut und ciao, ciao.